Hi, willkommen zurück zu meinem Kanal und heute möchte ich mit euch meine Erfahrung teilen zu dem Ritz-Carlton Hotel in Doha. Anfang des Jahres, und zwar Ende März, haben wir hin und her überlegt, wo es für uns in den Urlaub gehen soll, und wir haben geschwankt zwischen Dubai und Doha und haben dann den Tipp bekommen, dass es etwas preiswerter ist in Doha, und nach einer kleinen Recherche konnten wir das tatsächlich auch bestätigen und haben uns für Doha entschieden. Das heißt, wir waren tatsächlich das allererste Mal in Doha und auch das allererste Mal im Ritz-Carlton und waren super gespannt, was uns dort erwartet. Vielleicht noch eine interessante Nebeninformation: Wir waren während des Ramadans in Doha. Und wie das konkret aussah und wie unsere Zeit dort war, konkret während Ramadan, das erzählen wir noch mal in einem anderen Video, und das verlinken wir euch auch gerne hier in der Infobox. Was war das Ziel der Reise? War auf jeden Fall ein bisschen Entspannung, Erholung, Strand und natürlich auch Sightseeing und Kultur. Und freut euch auf das Video, wo es ein bisschen mehr Infos gibt. Das Hotel The Ritz-Carlton in Doha ist in einer eher ruhigen Gegend gelegen, circa 30 bis 35 Minuten vom Flughafen entfernt mit dem Taxi und circa 20 Minuten ebenfalls mit dem Taxi von der Innenstadt bzw. von Downtown entfernt. Super erholsam, super ruhig, wie eben schon gesagt. Nebenan befindet sich eine Mall, wo man auch ein bisschen schlendern gehen kann, wo es natürlich auch Cafés und, sage ich mal, Indoor-Restaurants gibt. Und ansonsten ist alles super easy mit Uber zu erreichen, mit dem einheimischen Taxi zu erreichen. Aber es besteht auch die Möglichkeit, mit so einem kleinen Golfkart vom Eingang des Hotels, ich sag mal, ein Stück weit vors Hotel gefahren zu werden, wo man dann fußläufig circa 10 Minuten zu der U-Bahn-Station laufen kann und von dort auch mit der U-Bahn sich die Stadt erkunden kann. Als wir mit dem Taxi ins Hotel vorgefahren sind, hat uns bereits am Eingang freundliches Personal erwartet und begrüßt, uns die Tür aufgehalten, uns willkommen geheißen, und der Check-in konnte auch nahtlos starten eigentlich. Super interessant, denn es wurde auch eine deutsche Kollegin geholt. Also das Personal wusste bereits, dass wir aus Deutschland anreisen, und ich weiß nicht, ob das Zufall war oder so gewollt war, aber wie gesagt, deutsches Personal wurde gerufen, und der Check-in lief für uns auf Deutsch ab, wobei Englisch wäre auch kein Problem gewesen. Ging super schnell. Unsere Koffer wurden aufs Zimmer gebracht, und wir wurden gefragt, ob wir ebenfalls direkt mit aufs Zimmer gehen möchten oder erst einmal in die Lounge, die wir uns auch während des Buchungsprozesses mit dazu gebucht haben. Wir haben uns für die Lounge entschieden, weil wir uns dort den ersten Ausblick dort und Einblick verschaffen wollten. Genau, also war super reibungslos und hat uns gefallen. Wir haben über die Marriott-App ein Standardzimmer im Ritz-Carlton Hotel gebucht, und hier hatten wir sogar auch ein Frühstück inklusive. Das liegt daran, dass wir einen Status haben bei Marriott, und zwar den Titanium-Status. Hierbei ist aber wichtig zu wissen, das Hotel hat eine Lounge, aber der Zugang ist nicht automatisch inklusive. Das heißt, dass wir uns den dazu gebucht haben. Das Zimmer an sich haben wir mit Punkten bezahlt. Das hat uns also quasi nichts gekostet an Bares. Den Loungezugang haben wir aber eben mit eigenem Geld dazu gebucht, was sich für uns super gelohnt hat, denn man konnte dort in kleinerer Runde frühstücken, man hatte Mittagessen, man hatte quasi Kaffee, Kuchen und abends auch warme Speisen. Das heißt, quasi ein All-Inclusive-Urlaub, und von daher hat sich das super für uns gelohnt.
Genau, wir haben, wie schon gesagt, ein Standardzimmer gebucht, aber direkt ein Upgrade in eine Suite bekommen. Und die war super schön, super groß, modern. Der Ausblick war herrlich. Ja, man hatte so einen Ausblick aufs Wasser. Das wird auch nochmal sichtbar in dem Video hier. Und als wir dort angekommen sind, hat uns dort auch schon Süßkram erwartet. Eine Torte war schon bereitgestellt, Obst war dort, super viele Datteln und auch das Zimmer war richtig romantisch hergerichtet. Ein riesiger Blumenstrauß hat auf uns oder auch auf mich gewartet und wir haben uns super gefreut darüber. Als wir uns für das Hotel entschieden haben, war mir super wichtig, dass es einen eigenen Strandzugang hat. Das heißt, dass das Hotel direkt am Wasser gelegen ist. Das Areal ist relativ groß, das heißt, man hat hier die Möglichkeit, mit einem Golfkart vom Hotel direkt an den Strand gefahren zu werden oder man kann eben auch selbst laufen und eben die Gegend erkunden. Der Strand hat ausreichend Liegemöglichkeiten. Es gibt auch einen Platz, wo man Volleyball spielen kann. Was aber tatsächlich in den Videos, die wir uns angeguckt haben und in den Bildern nicht so richtig rüberkam, ist, dass der Strand eher an so einem Kanal gelegen ist und dort in so eine Bucht reingebaut worden ist. Das heißt, man schaut nicht ganz auf das offene Meer, sondern auf der gegenüberliegenden Seite
werden auch schon neue, ich weiß gar nicht, Hotelanlagen und oder Wohnungen, Häuser gebaut. Auf jeden Fall war dort eine ganz große Baustelle, auf die man dann tatsächlich immer schaut. Und es war tatsächlich auch Bauphase, das heißt, man hatte auch ab und zu die Geräusche der Bauarbeiten gehört. Das entsprach nicht ganz meinen Vorstellungen, weil ich komme aus Norddeutschland und wenn wir hier an den Strand fahren, dann habe ich natürlich das große offene Meer, was ich da auch erwartet habe. Deswegen war ich ein wenig enttäuscht an dieser Stelle. Und man muss dazu sagen, das Wasser super schön, super klar. Aber auch hier vielleicht eine wichtige Info. Der Sand ist irgendwie so ein bisschen, ich kann es gar nicht beschreiben, so ein bisschen matschig. Also ja genau, als würde man ein wenig durch Matsch laufen. Ansonsten, wie gesagt, es gibt Getränke direkt am Strand, das ist super toll, nettes Personal, die auch regelmäßig kontrollieren, überwachen, also man fühlt sich dort super sicher. Und abgesehen, wie gesagt, von meinen eigenen Erwartungen, wenn man das weiß, es ist ein schöner Strand. Wie schon gesagt, das Frühstück bei uns war durch den Status inklusive und das Frühstück war wirklich der Hammer. Also wer dort nichts gefunden hat, ich weiß nicht, dem ist, glaube ich, nicht mehr zu helfen. So ein großes Frühstück habe ich, glaube ich, selten erlebt von frischem Obst, einheimischen Gerichten, aber eben auch asiatischen Gerichten, warme Speise, kalte Speisen. Also ich glaube wirklich für jeden etwas dabei. Zusammenfassend lässt sich sagen, das Hotel ist wirklich richtig schön. Es ist super modern, es hat tolles, nettes, freundliches Personal, sehr aufmerksames Personal, denn ich glaube, bereits nach dem ersten Tag konnten sie sich sogar unsere Namen merken und wir wurden überall, wo wir gesehen wurden, mit Namen begrüßt. Das habe ich so nirgends bislang erlebt. Und es gibt einen großen Indoor-Pool im Hotel, es gibt einen super großen Sportbereich und ich würde sagen, jeder kommt dort wirklich auf seine Kosten. Was tatsächlich aber wichtig ist, hier nochmal herauszuheben, ist, dass meine persönlichen Erwartungen, was den Strand einfach anging, nicht ganz erfüllt wurden, weil ich mir einfach was anderes vorgestellt habe. Aber ansonsten ist auch der Strand super schön. Ja, und im Großen und Ganzen kann ich wirklich das Hotel empfehlen.